Willkommen bei Dr. Rail. Heute geht es wieder um den Spur 1 Gleisplan auf 12 Quadratmetern. Heute um den Schattenbahnhof. Den Gleisplan kennt ihr ja schon aus vorherigen Beiträgen. Im Endeffekt ist rechts unten in der Ecke der Aufzug, der auch schon in einem Beitrag vorgestellt wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stelle ich meine Züge im Schattenbahnhof ab? Ja, natürlich macht es Sinn, hier neben dem Aufzug erstmal eine Weichenstraße zu haben und sich dann hier einzelne Gleise auf einer Trasse aufzubauen. Ich habe mich dazu entschieden, die Trasse hier mit Montageband und kleinen Winkeln zu befestigen, sodass es an der Anlage hängt. Und die Verbindungsstücke werden dann mit entsprechenden Bolzen fixiert. Am Ende jedes Gleises gibt es zum einen den Endschalter, der detektiert, ob der Zug jetzt am Ende steht. Und das letzte Gleisstück ist wiederum über einen Gleisbelegmelder auch an die Rückmeldung der Automatik angeschlossen. Ja, hier sehen wir das erste Gleis fertig aufgehängt. Und so sieht das dann mit einem Zug aus. Jetzt hat man schon gesehen, es gibt mehrere Weichen. Gleis 2 ist auch schon realisiert. Und hier sind bereits Gleis 3 und 4 vorbereitet. Hier nochmal im Gleisplan. Die müssen jetzt nur noch entsprechend aufgehängt werden. Dadurch, dass der Raum relativ klein ist, sind Gleis 3 und 4 hier gebogen, damit die entsprechende Zuglänge auch abgestellt werden kann. Macht natürlich keinen Sinn, Gleise länger zu haben als der Aufzug. Der Aufzug ist hier immer die begrenzende Größe. Und im Weiteren kann man auch hier erkennen, dass bereits eine 4. Weiche berücksichtigt ist für mögliche zukünftige Erweiterungen. In Rockrail sieht das Ganze so aus. Und irgendwann einmal könnte man zum Beispiel das hintere Gleis als Durchfahrgleis gestalten und dann nochmal eine halbe Gleisharfe sozusagen in den Raum integrieren, um insgesamt dann 8 bzw. 9 Stellplätze für Fahrzeuge zur Verfügung zu haben. Viel Spaß weiterhin mit Dr. Rail.